Our country is already at war. War about the definition what is good and what is bad. War at the job, everybody against everybody. War for healthy food, for bread and butter. We have an economical war, a currency war, and if we don't watch out sharply, we will soon have a war against Russia. Those who think they can stay at home in these times, those who think everything will turn out fine, or who think he can mock at people who give all their heart to stand against all of these wars. They have no understanding what is really going on in this world. Unser Land befindet sich bereits mitten im Krieg. Krieg um die Deutungshoheit, was gut und was böse ist. In einem Krieg jeder gegen jeden. Im Job um gesunde Nahrung, um den Lebensunterhalt. Wir haben einen Wirtschaftskrieg, einen Währungskrieg und wenn wir nicht höllisch aufpassen, bald einen Krieg gegen Russland. Wer in dieser Zeit immer noch meint, dass er zu Hause bleiben kann, dass schon noch alles gut werden wird oder dass er die Leute verspotten muss, die sich mit aller Kraft gegen all diese Kriege wehren, hat nicht begriffen, was wirklich hier los ist. Real war with weapons is standing at our front door. The imports of the harbor of Bremerhaven shows it clearly. Black Hawks flying over the town towards east. Tanks were transported on rails. Heavy loaded military trucks were sneaking out of the town in the dark. They speak their own language. NATO said that stuff is needed for exercises. Who believes that? Must be very stupid. If the NATO in Europe has not enough material for exercises, then they also have not enough weapons to defend us. It's that simple. Whether they are too weak to defend us, or they are just lying at us who have to pay for them. In both cases, they have to be fired. Let's send the NATO away, either way. Der echte Krieg mit Waffen steht vor der Tür, wie die Importe über den Hafen von Bremerhaven zeigen. Die Black Hawks, die vor einiger Zeit über die Stadt in Richtung Osten geflogen sind, die Panzer, die abtransportiert wurden, die Schwertransporte, die sich heimlich bei Dunkelheit aus der Nacht stahlen, sprechen eine deutliche Sprache. Angeblich werden die Sachen zu Übungszwecken gebraucht. Wer das wirklich glaubt, muss bescheuert wie eine Bürste sein. Denn wenn die NATO hier in Europa nicht genug Kriegsspielzeug für Übungen hat, dann würde es auch nicht für unsere Verteidigung reichen. So einfach ist das. Entweder sie sind zu schwach, um uns zu verteidigen, oder sie belügen uns. Uns, die wir dafür bezahlen. Also weg mit der NATO, so oder so. If anybody still believes the Americans only want to play, yes, they want to play with our lives. Generals are playing war games on their planning tables, and we are the pawn sacrifice. Medias prepare us long since for war. You can find evidence for that everywhere in the internet, that this war is being forced. Who has brains for only 5 cents knows that. It's only for the money and profit of a minority like ever since. Who is calling for the deployment of troops, no matter where, has usually not to be in service in the front line. They are sitting high and cozy, and it's so easy for them to talk. Falls noch irgendjemand glaubt, die Amis wollen nur spielen, ja. Sie wollen spielen mit unserem Leben. Die Generäle machen Planspiele auf ihren Planungstischen und wir sollen die Bauernopfer sein. Wir werden von den Medien seit langem darauf vorbereitet und man kann die Beweise dafür, dass dieser Krieg forciert wird, überall im Internet finden. Wer auch nur für 5 Pfennig Grips in seiner Birne hat, weiß das. Es geht dabei natürlich wie immer nur um Geld und Profit einer Minderheit. Wer den Truppeneinsatz egal wo fordert, muss in der Regel nicht selbst an die Front. Der sitzt trocken und warm. Der hat also leicht reden. Economy and policy needs a big war unconditional to preserve their ramshackle system. Unconditional means without conditions and regardless of the losses, as long as the losses are not theirs. Losses for corporations are unacceptable. But who has to bear the losses they make their profit off?
We are the ones. It's our kids, our husbands and our families who have to bleed for their profit, seeking and greed of corporations and banks. And with bleeding, I mean bloodshed. If the political puppets on a string don't get clear orders from us, we should not wonder if they do as they please. Wirtschaft und Politik brauchen unbedingt einen großen Krieg, um ihr marodes System zu erhalten. Unbedingt heißt ohne Bedingung und ohne Rücksicht auf Verluste, solange es nicht deren Verluste sind. Dass Konzerne Verluste machen, das geht ja gar nicht. Und wer trägt die Verluste, aus denen sie Gewinne ziehen? Wir sind es. Es sind unsere Kinder, unsere Männer, unsere Familien, die für die Gewinnsucht und die Gier der Konzerne und Banken bluten müssen. Und das Bluten meine ich wörtlich. Wenn die Politmarionetten keine klare Ansage von uns kriegen, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn sie machen, was sie wollen. My clear announcement is, I have not born my boys to be sent to slaughter by military. I did not raise my sons to be ethical people and then see a greedy economy makes a crippled picture of a human being out of our youth. I did not care for my boys for decades to see their flesh in tin cans with the German flag free delivered from the front line to my front step, if there's even something left that I can take to the cemetery. War is not family friendly. Meine klare Ansage ist, ich habe nicht Kinder geboren, um sie vom Militär verheizen zu lassen. Ich habe meine Kinder nicht zu anständigen Leuten erzogen, damit eine gierige Wirtschaft sie zu Zerrbildern eines Menschen macht. Ich habe nicht jahrzehntelang für die Kinder gesorgt, damit man mir irgendwann zerfetschtes Fleisch in Zinkdosen mit Deutschlandflagge von der Front frei Haus liefert, falls überhaupt noch was übrig bleibt, das ich zu Grabe tragen kann. Krieg ist niemals familienfreundlich. To all politicians and generals who are playing regardless with human lives, our children are relevant for the system. They and nothing else, not economies, markets, industry or banks are important, and the NATO less than ever. If you set other priorities as we, the parents, and our children have died for your cause, you can keep your worthless expressions of shock and sympathy and put it into a body opening of your choice. Shut up your dirty mouth, nobody will believe you anyway. I say, take a weapon and go to the front line yourself if you think somebody has to shoot at Russians. An alle Politiker und Generäle, die bedenkenlos mit Menschenleben spielen. Unsere Kinder sind systemrelevant. Sie und sonst gar nichts. Nicht die Wirtschaft, nicht die Märkte, nicht die Industrie, nicht die Banken sind wichtig. Und die NATO erst recht nicht. Wenn ihr andere Prioritäten setzt als wir Eltern und unsere Kinder dafür gestorben sind, könnt ihr euch übrigens eure wertlosen Betroffenheits- und Beileidsphrasen in eine Körperöffnung eurer Wahl stecken. Und haltet dann lieber die Fresse. Es glaubt euch sowieso keiner mehr. Ich sage, nehmt ein Gewehr in die Hand und geht selber an die Front, wenn ihr wirklich meint, dass jemand auf Russen schießen muss. War rhetoric, arms race and the productions of weapons for their own sake must be ended. What industry and policy are doing is sheer insanity. Yes, they are insane. There's no other word for it. Dangerous maniacs. It's insane if people earn money with killing other people. If I do that and they catch me and they will send me to jail. But if a company does the same, it's legal? If I persuade somebody to kill another, they send me to jail either. Who gives that right to newsmen, politicians and generals to do so unpunished? I don't. Die Kriegsrhetorik, das Wettrüsten und die Produktion von Waffen um ihrer selbst willen muss ein Ende haben. Was Industrie und Politik da treiben, ist Wahnsinn. Ja, sie sind wahnsinnig. Anders kann man das gar nicht mehr nennen. Gefährliche Irre. Es ist verrückt, wenn Leute Geld damit verdienen, andere Leute umzubringen. Wenn ich das tue und erwischt werde, komme ich in den Bau. Aber wenn ein Konzern das tut, soll das legal sein?
Wenn ich jemanden dazu überrede, einen anderen umzubringen, gehe ich auch in den Bau. Wer legitimiert Journalisten und Politiker, dasselbe ungestraft zu tun? Im Krieg gilt das Grundgesetz nicht mehr, sondern Kriegsrecht. Das heißt, ihr habt keine Rechte mehr, bis auf das eine, das Recht fürs Vaterland zu sterben. Many people still think Russia cannot compete with NATO. After all, we have first-class armories like Rheinmetall and Heckler & Koch. Our modern weapons guarantee our victory. A dangerous error. Napoleon, William II and Hitler, they all thought we will lick the primitive Russians quick and easy. They were all wrong. NATO will be wrong too, but who has to pay for their error? We are the ones to pay. Our children will die and NATO can and will not protect them, because NATO does not defend our country, women and children. They only defend economic interests. We don't need such a NATO. NATO, go home! Viele denken immer noch, Russland könnte nicht mit der NATO konkurrieren. Schließlich haben wir erstklassige Waffenschmieden wie Rheinmetall und Heckler & Koch. Unsere modernen Waffen garantieren den Sieg. Ein gefährlicher Irrtum. Napoleon, Wilhelm II. Und Hitler, sie alle dachten, dass sie mit den primitiven Russen ganz schnell fertig würden. Sie alle haben sich geirrt. Der NATO wird es genauso gehen. Aber wer muss für deren Irrtum bezahlen? Wir sind es. Unsere Kinder werden sterben. Und die NATO wird es nicht schützen können und wollen. Denn die NATO verteidigt nicht das Vaterland, nicht die Frauen und Kinder und den heimischen Boden. Nein, sie verteidigen nur Wirtschaftsinteressen. So eine NATO brauchen wir nicht. Weg mit der NATO! How stupid are we to pay the NATO for sending our children to death? That's exactly what we are doing. This must be ended immediately. If rich economy bosses absolutely want to have a NATO, then they should kindly pay them out of their own pocket. If we don't give highest priority to the resistance against war, we will be sorry one day. Who does not say no now, visible and hearable, should not whine if he and his surviving relatives are bombed back to the Stone Age. Wie doof sind wir eigentlich, wenn wir auch noch dafür bezahlen, dass die NATO unsere Kinder in den Tod schickt? Genau das ist es aber, was wir gerade tun. Und damit muss Schluss sein. Sofort! Wenn die reichen Wirtschaftsbosse unbedingt eine NATO haben wollen, sollen sie die gefälligst aus ihrer Tasche bezahlen, nicht aus unserer. Wenn wir dem Widerstand gegen Krieg nicht höchste Prio geben, werden wir es eines Tages bereuen. Wer jetzt nicht Nein sagt, und zwar sichtbar und hörbar, braucht hinterher nicht zu heulen, weil er und seine überlebenden Angehörigen in die Steinzeit zurückgebombt wurden. What shall we think about people who not even for their children and grandchildren are able to lift their butt? Will their kids be grateful that they have been carried to every kind of sport or amusement instead of this one important event, the demonstration which is fighting for their life and peace? Will the survivors of a war be grateful to their parents and grandparents that they have worked for their smartphone or other toys for Christmas instead of going constantly to peace demonstrations? I will pitch on all that passive parents to their children. You can count on that. If it comes to war in Europe, they are as guilty as military and governments because they didn't fight back when there was still time to do it. Was soll man von Leuten halten, die nicht mal für ihre Kinder und Enkel den Arsch hochkriegen? Werden ihre Kinder es ihnen danken, dass sie zu allen möglichen Veranstaltungen und Vergnügungen gekarrt wurden, bloß nicht zu den wichtigsten von allen, die Demos, die sich für ihr Leben in Frieden einsetzen? Werden die Überlebenden eines Krieges ihren Eltern und Großeltern dankbar dafür sein, dass sie lieber für das Smartphone oder die Barbie zu Weihnachten arbeiten gegangen sind, anstatt sich regelmäßig an Friedensdemos zu beteiligen?
Ich werde so oft ich kann die untätigen Eltern bei ihren Eltern verpetzen. Verlasst euch drauf. Denn sie tragen genauso viel Schuld daran, wenn es zu einem Krieg in Europa kommt, wie das Militär und die Politik, weil sie sich nicht gewehrt haben, als noch Zeit dafür war. We have so many laws to protect our children, but there's not a single one to protect them from war and its consequences. Dyestuffs in food and toys, the texture of baby seats and bicycle helmets. Everything is regulated in the smallest detail to make our children safe. And our war minister is advertising in schools and on public places to get young men and women into the army. She even builds daycares in barracks to get young mothers and make them able to handle a weapon. That's insane. We care for the well-being of our children until they are grown-ups, work day and night to make sure that they go well, and all to deliver healthy young adults to the troops? Are they batty in the brain? Completely out of their mind? Wir haben so viele Gesetze, die unsere Kinder schützen sollen. Und nicht ein einziges, um unsere Kinder vor dem Krieg und seinen Folgen zu schützen. Farbstoffe in Nahrung und Spielzeug, die Beschaffenheit von Kindersitzen und Fahrradhelm, alles ist bis ins Kleinste geregelt, damit unsere Kinder sicher sind. Und unsere Kriegsministerin wirbt in Schulen und auf öffentlichen Plätzen junge Menschen für die Bundeswehr an. Sie baut Kindergärten in Kasernen, damit auch junge Mütter lernen, mit Waffen umzugehen. Das ist doch krank. Wir sorgen für das Wohl unserer Kinder, bis sie erwachsen sind, arbeiten uns krumm und buckelig für ihr Wohl, damit wir gesunde Menschen an die Bundeswehr abliefern können. Haben die einen Knall? Mrs. von der Leyen wants Germany to take a leading role, and she wants to be a leader herself. But I will not follow this Führer. And I hope many parents agree with me and join the resistance. It's our children who fill this world with laughter, love and life. They are the future. That's without option. I wouldn't even dream of giving the future of my kids in the hands of power-hungry politicians, because I don't trust them anymore. Hands off our children, hands off our husbands. Frau von der Leyen will, dass Deutschland eine führende Rolle übernimmt, und sie will selber eine Führerin sein. Aber ich will und werde dieser Führerin nicht folgen. Und ich hoffe, dass sich mit mir viele Eltern anschließen. Es sind unsere Kinder, die diese Welt mit Lachen, Leben und Liebe erfüllen. Sie sind die Zukunft. Das ist alternativlos, Frau Merkel. Ich denke nicht daran, dass diese Zukunft in die Hände machtgieriger Politiker gelegt wird. Denn ich traue ihnen nicht. Hände weg von unseren Kindern und auch Hände weg von unseren Männern. I remind all those who have no fancy to demonstrate for peace, and those who work against us, that they are children of their parents too. That they have children or grandchildren themselves, or will have them one day. For their sake, you should stop arguing about unimportant side issues. Yes, ideologies, for example, are unimportant side issues compared with the lives of our families. What is your dogmatism good for when they are dead? The following questions you should urgently ask yourself. How will you justify your inactivity before and after war generation? Will you tell them you've known nothing? Will you too find 1,000 reasons why you have not resisted the warmongers? Why you didn't fight back? Will you also stand there in front of your grandchildren, guilt-laden and pitiful, like the last war generation?
Ich erinnere an alle, die keine Lust zum Demonstrieren haben oder die gegen uns arbeiten, daran, dass sie Kinder ihrer Eltern sind, dass sie selbst womöglich Kinder und Enkel haben oder haben werden. Um ihretwillen solltet ihr aufhören, euch um Lappalien zu streiten. Ja, Ideologien sind Lappalien im Vergleich zum Leben unserer Angehörigen. Was nützt euch eure Rechthaberei, wenn sie tot sind? Und die folgende Frage solltet ihr euch dringend selbst beantworten. Wie werdet ihr eure jetzige Untätigkeit vor einer Nachkriegsgeneration rechtfertigen? Werdet ihr auch sagen, ihr hättet von nichts gewusst? Werdet ihr auch 1000 Gründe finden, warum ihr euch nicht gegen die Kriegstreiber gewehrt habt, nicht wehren konntet? Wollt ihr genauso schuldbeladen und armselig dastehen wie die letzte Kriegsgeneration? Steffi hier, unsere Kleine, wollen wir einfach mal mitmachen, aber My greatest wish is that my fear from the stupidity of our governments is not justified. I wish so badly that my estimation of our situation is completely wrong and everything turns out right. My dream is peace worldwide, and I hope desperately that this dream will not turn out into a nightmare. If there will be no war, I gladly hear the people laugh at me and call me a crank. But I would never forgive myself if I didn't have done everything that I can to stop the horror of war. I don't care who provoked war and why, and I don't care who helps me to prevent war. War is no gain to anybody of us, and in a war there is no use in electronic toys, fantastic cars or fancy clothes. Without peace, everything else is worthless. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass ich zu Unrecht Angst vor den Dummheiten unserer Politik habe. Ich wünsche mir so sehr, dass ich mich in der Beurteilung der Lage gründlich irre und alles gut wird. Mein Traum ist es weltweiter Frieden, und ich hoffe, dass wir in naher Zukunft nicht statt eines Wunschtraumes einen Albtraum erleben. Es würde mir nichts ausmachen, mich als Spinnerin auslachen zu lassen, wenn alles friedlich bleibt. Aber ich würde mir nie verzeihen, nicht alles in meiner Macht Stehende unternommen zu haben, um das Schreckgespenst des Krieges zu verhindern. Mir ist egal, wer einen Krieg verursacht und warum. Und es ist mir auch egal, wer mir hilft, einen Krieg zu verhindern. Krieg ist für keinen von uns ein Gewinn. Und im Krieg nutzen uns auch unsere tollen elektronischen Geräte, tolle Autos, alles andere wertlos. Forget about that silly little spats about who has the better world picture and the better way to peace. Stop looking for the fly in the demonstration soup. If you look for enemies, look upwards, not straight ahead. Only together we are strong. Don't let them split you into opponent parties. There are no evil demonstrations for peace. Don't let them tell you such bullshit. When peace is confirmed, when we no longer have to fear for our loved ones, we can argue about every nothing until the sun rises in the west. But until that point, let's stand together and go on the streets, united for the common goal, peace for all human beings. Vergesst endlich die kleinlichen Zänkereien darum, wer die bessere Ideologie und den besseren Weg zum Frieden hat. Hört auf, das Haar in der Demosuppe zu suchen. Wenn ihr nach Gegnern Ausschau haltet, guckt nicht geradeaus, sondern nach oben. Nur gemeinsam sind wir stark. Darum lasst euch nicht in die Lager spalten. Es gibt keinen bösen Friedensdemos. Lasst euch diesen Mist nicht einreden. Wenn der Frieden gesichert ist, wenn wir keine Angst mehr um unsere Lieben haben müssen, dann können wir uns um jeden Kleinkram zanken, bis die Sonne im Westen aufgeht. Aber bis dahin lasst uns Burgfrieden halten und immer wieder für das gemeinsame Ziel auf die Straße gehen. Frieden für alle Menschen.
it's better to endure people with other opinions beside us on a peace demonstration than cry streams of tears for our children. It's better we demonstrate ourselves tired and poor than having our children killed in a wasteful and senseless war. Bethink yourself on the essential things. No more wars, and again to all governments, take your hands off our children, you will not get my sons. Besser wir ertragen Menschen mit anderen Ansichten neben uns auf einer Friedensdemo, als dass wir um unsere Kinder weinen. Besser wir demonstrieren uns müde und arm, als dass unsere Kinder in einem sinnlosen Krieg getötet werden. Besinnt euch endlich auf das Wesentliche. Nie wieder Krieg. Darum noch einmal an alle Regierungen, Hände weg von unseren Kindern. Meine Söhne kriegt ihr nicht. Alle zusammen, meine Kinder kriegt ihr nicht. Das geht lauter. Meine Kinder kriegt ihr nicht. Meine Enkel auch nicht. Genau, meine Enkel auch nicht. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke.